Hallo, in diesem Video zeige ich euch ein einfaches Rezept in 4 Schritten, wie man die Ortskurve einer Funktionenschar berechnet. Los geht's! Eine Funktionenschar nennt man eine Gruppe von Funktionen mit ähnlich aufgebauten Funktionstermen. So wie hier, die einzelnen Funktionen dieser Schar unterscheiden sich nur durch einen Parameter k, den wir hier sehen und der auch als Index immer am Funktionsnamen dran steht. Beispiel: Wenn wir für k 0 einsetzen, entsteht die Funktion 1/2x² minus 0, kann man weglassen, und eine einfache Parabel, die durch den Nullpunkt geht. Für k gleich 1 erhalten wir die Funktion f1 1/2x² minus 2 mal x. Der Graph sieht so aus. Und für k gleich minus 1 bekommen wir diese Funktion 1/2x² plus 2x. Ich könnte noch weitere Beispiele einzeichnen, aber es soll mal genug sein damit. Nun zeichnen wir an diesen Parabeln die jeweiligen Extrempunkte ein. Hier, hier und hier. Man könnte nun diese Extrempunkte mit einer Linie, mit einer Kurve verbinden. Hier rot gezeichnet ergibt sich diese Kurve und das nennt man die Ortskurve. Also die Kurve, die die Extrempunkte der gesamten Kurvenschar miteinander verbindet, ist die Ortskurve. Und von dieser Kurve wollen wir nun die Funktionsgleichung berechnen. Los geht es, wie wir das tun. Als erstes berechnen wir die Koordinaten der Extrempunkte so, wie ihr es aus jeder Kurvendiskussion kennt, indem man die erste Ableitung bildet. Wir leiten diese Kurvenschar ab nach x, dann bekommen wir von hier ein x und von hier minus 2k. Das x fällt ja beim Ableiten weg. Und setzen die erste Ableitung gleich 0. Wir bekommen diese einfache Gleichung, die wir nur noch nach x umstellen müssen. Und damit kennen wir die Stellen unserer Extrempunkte bei 2k. Als nächstes wollen wir wissen, ob an diesen Stellen Hoch- oder Tiefpunkte sind. Dazu brauchen wir die zweite Ableitung. Wir leiten das nochmal ab, dann gibt sich hier nur eine 1. Minus 2k ist ja nur eine Zahl ohne x, die fällt weg. Zweite Ableitung gleich 1 heißt, die ist immer positiv und das bedeutet, dass alle Extrempunkte dieser Schar Tiefpunkte sind. Bei x gleich 2k. Haben wir vorhin gesehen. Natürlich brauchen wir noch die y-Koordinaten der Extrempunkte. Dazu setzen wir x gleich 2k in die ursprüngliche Funktion ein. Hier bekommen wir 1/2 2k in Klammern hoch 2 und hier bekommen wir minus 2k mal in Klammern 2k. Wir lösen die Klammern auf, das quadriert mal 1/2 gibt 2k hoch 2 und das miteinander multipliziert gibt minus 4k hoch 2. Das kann man noch zusammenzählen und wir bekommen minus 2k hoch 2. Das sind die y-Koordinaten. Also liegen unsere Extrempunkte bei 2k, Stab, minus 2k hoch 2. Wem das zu abstrakt ist, kein Problem. Wir setzen einfach für k mal Zahlenwerte ein. Beispiel: für k gleich 1 bekommen wir den Extrempunkt bei 2, Stab minus 2, das ist dieser Punkt. Oder für k gleich 0 bekommen wir 0, Stab 0, das ist dieser Extrempunkt. Und für k gleich minus 1 bekommen wir minus 2, Stab minus 2, das ist dieser Punkt. Und so weiter. Als nächstes wollen wir nun die Kurve dieser Linie hier, die Gleichung dieser Kurve berechnen, die die Punkte miteinander verbindet. Wir nehmen uns also unser Ergebnis von eben, schreiben uns die x-Koordinaten und die y-Koordinaten mal hin. X ist 2k, y ist minus 2k hoch 2. Im dritten Schritt stellen wir die x-Koordinatengleichung nach k um. K
ist gleich 1/2 x. Und im vierten Schritt setzen wir dieses k in die y-Gleichung ein. Hier kommt unser 1/2 x hin, dann haben wir y ist gleich minus 2 mal 1/2 x in Klammern hoch 2. Jetzt brauchen wir nur noch diese Klammer aufzulösen. Das gibt 1/2 mal 1/4 x hoch 2, also insgesamt minus 1/2 x hoch 2. Nun haben wir hier eine schöne Gleichung gefunden, y als Funktion von x. Das ist genau diese Kurve hier, die Gleichung der gesuchten Ortskurve. Okay, das war unser Rezept in 4 Schritten. Tschüss.